Servus Leute, heute werde ich meine Schlittschuhe backen. Warum mache ich das? Weil die meisten Schlittschuhe heutzutage haben als Innenpolsterung ein thermoformbares Gel drin. Das heißt, wenn ich sie erhitze und dann anziehe, passt sie sich optimal meinem Fuß an. Wenn sie dann wieder abgekühlt ist, bleibt der Form auch so. Das heißt, ich habe einen optimalen Passform, der Schuh wird allgemein bequemer und ich habe auch einen besseren Krafttransfer vom Fuß durch den Schuh und ins Eis rein. So, wenn ihr eure Schlittschuhe im Laden gekauft habt, die einen Schlittschuhofen haben, könnt ihr die dort einfach backen lassen. Wenn nicht, kann man es auch daheim machen, in euren Ofen. Man muss nur auf ein paar Sachen achten. Erstens, nicht jeder Schlittschuh ist thermoformbar. Die meisten schon, aber die günstigere zwei Modelle aus jeder Reihe vom CCM oder Bauer sind meistens nicht oder nur sehr schwer thermoformbar. Das heißt, es lohnt sich nicht. Und auch die Bauer Prodigy Reihe für die ganz Jungen kann man auch nicht backen. Zweite Sache ist die richtige Temperatur. Ich würde sagen, zwischen 80 und 90 Grad Celsius ist optimal für ungefähr 4 Minuten. Meine Schlittschuhe ist knüppelhart, das heißt, ich werde die 90 Grad nehmen. Wenn jemand einen Schuh gekauft hat, die etwas weicher ist, so eher ein Modell der mittleren Preisklasse, dann empfiehlt sich, eine niedrige Temperatur zu nehmen, also 80 Grad. So, jetzt nehme ich meine Schlittschuhe. Mein Ofen ist vorgeheizt. Tue sie einfach auf dem Backblech. Mache den Ofen auf die mittlere Schiene. Zehspitzen zuerst. Mache den Ofen zu. Der Ofen ist jetzt warm. Ich schalte auch jetzt den Ofen aus und lasse sie einfach für 4 Minuten im Ofen backen. So, jetzt ziehe ich die Schlittschuhe an. Wichtig ist, dass ich ein bisschen mehr nach außen ziehe an den Schnürsenkel wie üblich. Normalerweise kann man die ganz locker hochziehen, aber die Ösen sind warm. Das wird eure Schwachstelle am Schlittschuh sein. Das heißt, wir wollen ihn nicht zu sehr belasten oder den Schlittschuh schaden. Deswegen ziehe ich ein bisschen mehr nach außen wie üblich. Ich binde den Schuh ganz normal, nicht zu locker, nicht zu fest, als ob ich ganz normal auf dem Eis gehen würde. Und wenn ich fertig bin, bleibe ich einfach sitzen für 10 bis 15 Minuten, bis der Schuh sich abgekühlt hat. Ich bewege mich nicht, ich gehe nicht laufen, ich mache keine Kniebeugen oder stehe auf. Bleib einfach sitzen, das schadet dann den Schuh nicht. Und bleib einfach für 15 Minuten hocken. So, Viertelstunde ist jetzt vorbei. Der Schuh ist jetzt abgekühlt. Ich wollte euch nur was zeigen. Alles, was ich jetzt machen müsste, ist es den anderen Schuh in den Ofen tun. Aber davor, diesen Schuh habe ich gebacken gehabt. Der Schuh ist ein richtig steifes Modell. Und man sieht trotzdem, dass die Seiten hier relativ gerade entlang meinen Fuß oben bis zu Knöchel gehen. Diese Schuh habe ich noch nicht im Ofen gehabt. Man sieht, der Passform ist nicht so optimal. Die Seiten haben sich nicht so schön um meinen Fuß gewickelt. Ich habe sie noch nicht im Ofen gehabt. Hier sind die relativ eng und die gehen dann immer mehr und mehr nach außen um den Knöchel herum. Habe ich keinen so guten Passform erzielt. Deswegen backe ich gerne meine Schlittschuhe. Ich hoffe, dass ich euch heute ein bisschen helfen könnte. Wie gesagt, wenn man die Schlittschuhe backen kann, empfiehlt sich das immer. Schaut einfach in eure Schlittschuhschachtel, da steht auch meistens ein Zettel drin, ob man die Schlittschuhe im Ofen tun kann oder nicht. Letzter Punkt. Man kann natürlich nicht gleich auf dem Eis gehen, wenn man die Schlittschuhe gerade eben gebacken hat. Die unterschiedlichen Hersteller empfehlen immer zwischen 12 und 24 Stunden Ruhezeit, bis man auf dem Eis geht. Ich mache es einfach immer so. Ich backe die Schlittschuhe am einen Tag. Am nächsten Tag sind die bereit, um aufs Eis zu gehen.